Heute wird auch ein kleines Trick-Erklär-Video. Aber was sagt ihr jetzt? Egal, was du sagst. Giving it all we got. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus Brasilien. Juhu. 2 Wochen sind jetzt schon vorbei tatsächlich und es liefen, naja, es hätte besser laufen können. Es war nicht ganz einfach die letzten 2 Wochen. Eine Woche lag ich flach mit einer Lebensmittelvergiftung und jetzt habe ich gerade eine Bauchmuskelzerrung. Habe jetzt gerade 2 Restdays hinter mir. Ich hoffe und bete jetzt einfach, dass es heute wieder gut ist. Ich probiere jetzt erstmal wieder aufs Wasser zu gehen. Und wir dachten uns, wir nehmen euch mal mit in die schöne Lagune von Barra Nova. Auf geht's, ab geht's. Wir sind hier übrigens in Barra Nova in der Escape Posada. Hier ist unser wunderschönes Zimmer. Und ich zeige euch jetzt mal, wie dieser lange Weg zum Spot, diese Wanderung, dieser Marsch, bis wir da sind. Los geht's. So, da sind wir. Nein, das ist echt mega nice hier. Man ist wirklich direkt am Spot. Vom Bett aufs Brett. Und man kann immer checken, wie die Hin-Wind-Verhältnisse gerade so sind. Das ist Bombe. Da unten liegt schon mein Elfer. Den habe ich schon aufgebaut, vorbereitet. Dann können wir gleich loslegen. Ich sehe aus wie so ein kleiner Cowboy. Cowgirl. Ja. Yeah. Aber jetzt kann sie aus, als ich nur so einen halben Hut. Also ich muss sagen, zu viel habe ich nicht. So, mein Ratschlag war Take 13, as always. Immer 2 Meter mehr als man denkt, wenn er die Welt weglässt. Ich nehme jetzt mal den beschwerlichen Weg auf mich und wandere um diese wunderschöne Lagune herum, damit ich gleich am richtigen Ort bin, um das videografisch festzuhalten, was Paul da so aufs Wasser zaubert. Hier sind wir auf dem Wasser. Ehrlich gesagt, wir sind ein mini bisschen zu früh dran, weil die Lagune ist gerade noch winzig. Wir sind so kurz nach der Low Tide und that's all we got. Also mit Weitwinkel sieht es groß genug aus. Ihr werdet ja vielleicht auf den Shots gleich sehen. Das Wind ist auch ein bisschen zu leicht, aber wir machen das Beste draus. Der Plan für heute ist eine kleine Consistency Challenge, weil ich kann zwar ganz gut die ganzen Tricks, aber ich kann sie noch nicht so super consistent. Das heißt, ich stehe in S-Bein, ich stehe in Back-to-Bein, ich stehe Ready-Bein, bla bla bla. Aber ich könnte sie nicht immer ab. Und das üben wir heute. Ich würde sagen, wir starten mit Ready Blinds, oder? Ein bisschen was zum Reinkommen, ein bisschen zum Aufwärmen. Wahrscheinlich crash ich direkt den Rest. Wie viele machst du jetzt davon? Können wir sagen 5? 3 reichen. 3. Aber dann von allen Tricks 3. Das heißt immer 3-mal hintereinander. Ja, was kriege ich, wenn ich 3-mal hintereinander stehe? Ich einen Kuss. Okay, starten wir mit Ready Blind. Nummer 1, den ich euch jetzt 3-mal hintereinander zeige. Was denkst du, wie viele wirst du stehen von den 3? Wenn ich ein One-Trick-Pony wäre, dann wäre der Ready Blind mein Trick, den ich immer stehe. Eigentlich stehe ich den schon. Das heißt, ich denke 3 von 3. Ich sag maximal 2 von 3. Nah, mate. Also den kann sie wirklich. Vielleicht gewinnst du mit den 3 von 3. Heute wird auch ein kleines Trick-Erklär-Video, weil das haben sich ganz, ganz viele gewünscht, die nicht so im Unhook-Game drin sind. In Ready Blind, ich blende euch hier auf Slow-Motion mit ein. In Ready Blind ist quasi ein ausgehakter Superman-Sprung, ein ausgehakter Rayleigh, wo man auf die Kante geht und sich dann nach vorne ziehen lässt. Und dann landet man blind quasi mit dem Rücken zum Kite und übergibt dann die Bar auf dem Wasser hinterm Rücken. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Sorted it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But sorted it now, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is. Den kann sie wirklich. Wird sie bestimmt stolz sein, ey. So ein Ärger. Das war doch ganz gut. Bist du stolz oder was? Ja, 3 von 3. Ich hab gewonnen. Mega. Ja, hier noch eine 3. Person im Game. Was machen wir denn als nächstes? S-Blind. Ich habe ein bisschen, also so Ready Blinds hatte ich so gar keinen Schiss vor. Jetzt so mit Knöchel tief im Wasser und zu wenig Wind habe ich schon ein bisschen Schiss. Ich glaube, ich probiere S-Blind als nächstes.
Aber da bin ich mir nicht so sicher, dass ich 3 von 3 stehe, tatsächlich. Was glaubst du, stehst du da? Ein. Aber ich hoffe 3. Ich glaube, sie steht keinen, weil die Bedingungen sind einfach echt schwierig und S5 Blind, mit denen ich bin, finde ich ultra schwer. I'm sure you're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what for? Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Competition Paul ist wieder on air. Wirklich direkt den ersten. Dann freut sie sich, kann sich auch leise freuen, ey. Knock, knock. Hello, something real, something raw, not accidental, no, I'm sure you're not needed, show you the door. Endlich, kann ja auch nicht alles klappen hier. Das war leider nur ein S-Band, da hat die Blinddrehung gefehlt. Aber ich glaube einfach zu niedrig, ey. Hat nicht gereicht. Welche Ausreden, Paule? Steht das jetzt schon als Crash oder darf ich den nochmal machen? Das ist natürlich ein Crash. Das ist ja Consistency Training. Kann ich genug mit? Ich sag's ja. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure you're not needed, show you the door. But what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying. Naja, man kann mal sagen, richtig eingeschätzt hat es sich. Hier ist echt schwer in den Bedingungen. Jetzt war der Kite relativ weit unten, glaube ich. Und dann funktioniert die Blindtraining nicht, weil da muss der Kite ein bisschen runter am Ende, damit man nicht aus der Balance gezogen wird. Was sind das hier für Regeln, ey? Sollen wir da streng sein? Weiß auch nicht genau. Der Wind ist schon echt öde. Naja, einen soll sie noch machen. Paule wechselt jetzt auf Straps. Würde ich auch empfehlen. Bei dem Wind, der jetzt gerade ist, schon schwierig gerade. Also leicht finde ich gar kein Ausdruck. Super leicht. Ich habe jetzt meine Straps geholt. Mir ist eingefallen, ich habe noch gar nicht erklärt, was ein S-Band Blind ist. Das müssen wir noch nachholen. Also, ein S-Band Blind ist quasi eine gestreckte Front Roll. Das heißt, ich kante in die eine Richtung, drehe mich aber in die andere Richtung mit so versucht ganz gestrecktem Körper und lande dann quasi wieder blind. Also wieder mit dem Rücken zum Kalt, übergebe die Bar hinterm Rücken. Ich war zu lange wakeboarden. Dann quasi lande ich blind. Das ist ein S-Band Blind. Davon habe ich jetzt einen gestanden von 3 bis jetzt. Jetzt kommt noch einer, weil vielleicht nimmt der Wind gerade ein bisschen zu. Ich hoffe, den stehe ich jetzt. Knocking in the door, knocking in it one time, knocking in the door. Always sure. Straps Magic, auf jeden Fall. Kein Wind und von Boots auf Straps gewechselt und auf einmal geht doch noch was. Stark auf jeden Fall. Ich kann es nicht mit Straps sein. Das geht doch. Danke, ich habe 2 von 3 gestanden. Okay, jetzt weg mit Leid, oder was? Nothing in the core, buying, yeah, what you for? Do what I need to, always sure. Fuck off. That's what you gotta tell them sometimes, you know. Gar nicht so schlecht. Landing war ein bisschen sketchy, aber gelandet ist gelandet, würde ich mal sagen. Er hat sich super niedrig angefühlt. War der super niedrig? Ich fand ihn okay, aber wie gesagt, viel Gewicht auf der Heelside. Wurscht, gestanden ist gestanden. Ey, es ist super leicht, es ist einfach knöcheltief. Ansprüche gibt es hier nicht heute. Back to Blind ist eine Backroll, das heißt, ich kante richtig dolle in den Wind rein und mache quasi, drehe mich einmal um mich selber, stopp dann in der Luft und drehe mich dann wieder zurück, dass ich wieder den Rücken zum Kite lande, also wieder Blind lande. Backroll, Blind. Und ganz wichtig ist, beim Zurückdrehen mit dem linken Fuß rauskicken, wenn man den Trick nach rechts macht. Weil dadurch stoppt man die Rotation und kriegt dann die Counter-Rotation eingeleitet. Haben wir gar nicht abgeschätzt, wie viel du stehen wirst. Also ich hätte gesagt 1 aus 3, aber hast du ja jetzt schon geschafft. Ich bleib trotzdem dabei. Ich sag 2 aus 3, da stehe ich. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Suited it now, don't worry about that. Boring, Das yeah. war 2 von 3. Eigentlich schön gepoppte Backroll. Schön hoch, schön die Füße am Kopf, also gut invertiert. Aber irgendwie hat das Zurückdrehen noch nicht so ganz funktioniert. Vielleicht jetzt beim dritten. One little hit like wow, living for the now, live for the sound. Nice for the dollar, but I'm making a pound, yeah. Worry about that. No, worry about that. Worry about that. Okay, so habe ich auch mal recht gehabt. Das freut mich. Natürlich hätte ich auch gegönnt, den zu stehen, aber war ein knappes Ding. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch einen Trick machen, weil nach links geht hier gar nichts in der Lagune gerade. Eigentlich kann man wirklich nur nach rechts Tricks machen. Also mal sehen, ob uns noch was einfällt oder ob es das schon war. Dieser fucking Trapeztag. Ich ballere mir jetzt immer so sehr in meinen Oberschenkel und habe immer einfach blaue Flecke dann da. Ja, für alles, wo ich so ein S-Band oder eine Backroll mache und stehe, bin ich immer
Geräusche darf ich noch kurz. Ich hab jetzt noch einen mach ich noch. Egal, was du sagst. Always sure. Knocking at the door. One time, knocking at the door. Knock, knock. Ich bin wieder zurück hier am Strand. Ich glaube, ich muss eine kurze Pause machen. Der Windstärke und Wasserhöhe passen gerade nicht ganz so gut zusammen. Aber ihr habt erstmal einen kleinen Einblick bekommen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr einen Teil 2 davon wollt. Meine ganzen Tricks nach links konnte ich jetzt gerade noch gar nicht machen, weil da wirklich die Wassertiefe irgendwie nur so hoch war. Das heißt, wenn es einen Teil 2 geben soll, dann schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wenn euch das mit dem Tricks erklären gefallen hat, dann schreibt es auch gerne oder gebt dem Video einen Like. Vielleicht hilft es ja einigen, die nicht ganz so im Unhook-Game drin sind, dass sie das einfach noch ein bisschen besser verstehen, diese ganzen komischen Rotationen, die diese Freestyler da machen. Folgt mir gerne, um die ganzen Brasilien-Videos nicht zu verpassen. Hier könnt ihr das letzte Video schauen und hier könnt ihr mir einen Follow dalassen. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Tschüss! Accidental, no, I'm sure you're not needed. Show you the door.